Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Hernestuff Upgrade geht in die nächste Runde und ich werde jetzt nicht nur den Hernestuff die Base Stats probieren zu rerollen, also das heißt probieren, ich werde sie rerollen. Hoffentlich reichen 20, weil das ist eigentlich schon wirklich das Maximum, was ich ausgeben will. Ich habe keine Ahnung, wie es will. Ich habe es noch nie gemacht tatsächlich. Das ist das Einzige, was ich noch nie gemacht habe. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist noch der günstige Teil. Ich meine, das hier sind 6000 F-Coin quasi, was schon Wahnsinn ist für 20 Größ. Also, dass du für 20 Größ 6000 F-Coins zahlen musst. Das ist wie Change Awakenings damals. 50 F-Coin günstiger. Der wahre Wahnsinn wäre 20 Ultimate Bonus, weil das wären 20.000 F-Coin. Ja, es ist wirklich extrem teuer. Also, da will man wirklich, ja, die Sachen einfach kaufen. Ja, das ist ja das, was ich euch immer sage. Also kauft die Sachen einfach, es ist immer günstiger. Außer man hat extremes Glück und das ist so gut wie nie der Fall. Ja, was wir wollen, höchste Magiebeschleunigung, höchste Waterbomb. Wenn das kommt, höre ich sofort auf. Ansonsten mal gucken, was halt so kommt. Yeah. Schau mal. Okay, es hat sich alles verbessert, außer Waterbomb. Uff. Okay, ja, so schnell sind 60 Mio weg. Yikes. Jetzt hat sich alles verschlechtert. Oha, alles ist auf... Ja, nee, doch nicht. Aber die oberen beiden Werte sind aufs Minimum. Ups. Also wir waren ziemlich im Mittelfeld am Anfang, ne? Was war es? 19, 27, keine Ahnung, was Int war und 6. Also wir waren ziemlich im Mittelfeld. Der Stuff war extrem mittelmäßig. Jetzt ist er extrem schlecht. Okay, also Meisterung der Elemente ist in der Mitte, Magiebeschleunigung ist in der Mitte und Int ist schlecht. Waterbomb ist auf 9. Ja. Ich meine, wir haben noch 17 Tries, also das rerollen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, jetzt kommt Magiebeschleunigung 30. Oh, das wäre sick gewesen, ne? Wenn das der Roll davor gewesen wäre, 23, 30, 9. 23, 30, 5. Oh Gott, es gibt mir richtige Change Awakening Vibes. Also eigentlich ist es besser, weil es kann nicht Negatives kommen, aber... Okay, das ist einfach nur Müll. Autsch. Sehr viel Geld für Müll, den ich da gerade... Dass ich das... Oh. Das ist halt auch Müll. Wieso ist Int immer so schlecht? Int war noch keinmal höher als 26, oder? Oh boy. Vielleicht hätte ich das doch lassen sollen. Mit 9 Waterbomb. Also das ist die diabolischste Erfindung, die sie jemals hatten, muss ich echt sagen. Dass man die... Also, dass es die Bonus-Stats gibt, okay. Aber dass man die Base-Stats rollen muss, ist... Wer zum Teufel... Welches diabolische... Das ist Wahnsinn. 22, 28, 6. Ja, ich meine, Waterbomb ist auf 9. Also ich meine, das ist kein... Also 29, 9, I guess. 30, 9 und die anderen beiden sind sau schlecht. Fuck! Es waren 9 Versuche für das erste 30, 9. Ich meine, die Chance, dass 30, 9 kommt, ist ziemlich hoch eigentlich, weil 26, 27, 28, 29, 30 sind 5 Werte. 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind 6 Werte. Also du hast beim einen hast du eine 1 zu 5 Chance und beim anderen eine 1 zu 6 Chance. Also dass beides zeitgleich kommt. Ja, ich meine, es ist nicht so ultra wahrscheinlich, aber... Ja, ich werde es lassen. Es ist viel zu teuer. Also ich meine, es könnten jetzt noch 11 Tries tatsächlich kommen, wo es gar nicht passiert. Und ja, es ist jetzt natürlich ärgerlich, dass Int auf Minimum ist, wobei Int noch nicht so schlimm ist. Meisterung der Elemente wäre tatsächlich wichtiger wahrscheinlich. Aber es ist zumindest nicht 18%. Ja, wobei ich weiß gar nicht, wie wichtig Magiebeschleunigung ist. Ich muss mal gucken. Achso, jetzt bin ich natürlich nicht gebufft. Ah, ne, ich bin gebufft. Nein, es fehlt nur GT. Was sind denn jetzt hier die Werte? Magiebeschleunigung 175. Okay. Das ist irgendwie weniger, als ich gedacht habe. Das heißt ja quasi, mit GT sind es 185. Das heißt, mir fehlen 15%. Ich habe 0% auf meinem CS. Natürlich, das lief katastrophal. Aber mehr als 2% pro Teil ist auch absolut nicht realistisch. Selbst 2% ist schon extrem schwierig, kann ewig dauern.
Das heißt, mehr als 10% kriegst du nicht aus deinem CS. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Bonus-Slot mit Cast-Time von Minimum 5%. Uff, und das wird dann auch nochmal richtig schön teuer. Ja, aber der Hauptgrund, warum ich nicht weiter reroll tatsächlich, ist wieder das Argument, was ich schon bei den letzten Videos immer wieder gebracht habe. Und auch hier wieder das Argument, warum? Es wird höchstwahrscheinlich neue Waffen geben. Wir haben leider immer noch keine Infos über das Update, aber es wird höchstwahrscheinlich Waffen geben, die Hernes ablösen. Es ist zu erwarten, dass das passieren wird. Früher oder später, selbst wenn es jetzt nicht direkt im Update passiert, früher oder später wird es auf jeden Fall passieren. Das heißt, man will jetzt auf jeden Fall kein Vermögen mehr für Hernes-Waffen ausgeben. Selbst wenn sie die besten Slot für AOE sind, also für AOE-Damage besser gesagt. Und auch besser als Lusaka oder Lusaka Crystal in Gold sogar. Und wie gesagt, das Bonus-Rerollen ist ja mit Abstand das teuerste. Und ja, da werde ich jetzt dann mal gucken müssen, wie ich das mache, weil das ist schon echt teuer. Also 20 Bonus-Rerolls, ich glaube, ich mache lieber mal erstmal 10, weil vielleicht hat man ja Glück. Und dann kann man mal gucken. Ja, also 10 Rerolls ist schon auch das ist so unverschämt teuer. Es ist wirklich... Also ich finde, etwas kleiner Vorschlag an Gala, ihr könnt ja die Preise etwas anpassen, vielleicht Itemate Power auf 200 F-Coin runter und Itemate Bonus auf 500 runter. Das wäre immer noch ziemlich teuer und das wäre aber für die Spieler deutlich finanzierbarer, vor allem wenn man auch bessere Werte rollen möchte. Aber hey, wird nicht passieren, ich weiß. Ja, aber wie gesagt, damit kann man sich jetzt erstmal sehen lassen. Also Wasserbombe 9% war wie gesagt das Wichtigste. Plus wie gesagt ein hoher Magiebeschleunigungswert. Und ja, die anderen beiden Stats, das ist wie mit den B-Karten, die ich in die Waffe geballert habe. Ja, es sind jetzt halt wieder ein bisschen Prozente an Damage oder ein bisschen Schaden, den man verliert. Aber letztendlich ist ja der Hauptschaden, den man mit der Herneswaffe macht, oder nicht der Hauptschaden, aber dieser Bonus-Damage durch Waterbomb einfach wichtig. Und 9%, wenn du jedes Mal 20, 30 Monster hittest, ist halt basically garantiert, dass es Minimum einmal prockt. Nicht wirklich, aber praktisch. Und da kommt ja dann der ganze Schaden, also das ist auf jeden Fall wichtiger. Genau. Entwickelt sich halt zu einem sehr... das, was ich immer gesagt habe, ja gut, aber mit den neuen Waffen ist das echt bescheuert, oder? Das ist echt dämlich. Aber es entwickelt sich jetzt eher zu so einem Stab, den ich persönlich selber gesagt hätte, früher ist Trash, oder nicht Trash, aber naja, ist halt nicht perfekt oder nicht so gut. Und das Ärgerliche ist, ich habe ja zum Beispiel auf meinem Bloody Stuff sind 10 A-Karten drauf. 25 Poison Cloud habe ich sogar auch mal auf einem Hernes-Stuff gerollt. Das war halt nur nicht mein Hernes-Stuff leider. Also die Puzzleteile wären da gewesen, aber es ist leider zu falschen Zeitpunkten falsch zusammengesetzt sozusagen. Und ja, aber egal. Ich denke, zum Leveln reicht es auf jeden Fall nach dem Update und dafür ist es ja gedacht. Und ja, jetzt wie gesagt, muss man noch gucken, dass man vielleicht noch die 5% Magiebeschleunigung am besten mit Lifesteal kombiniert drauf bekommt. Dann wäre ich super happy. Aber wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das Video kommt, weil das auch nochmal sehr teuer wird. Und dann reicht es erstmal wieder mit Geld ausgeben für eine Waffe oder beziehungsweise für einen Charakter, den ich aktuell nicht mal spiele, während FEC. Und wie gesagt, wir noch keine Infos über das Update haben, immer noch nicht, und ich trotzdem jetzt schon sehr viel Geld ausgegeben habe. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Bedenken, dass ich das sehr schnell, sehr bald, sehr schnell bereuen werde. Aber it is what it is. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Jeden einzelnen Tag. Link in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.